Du bist ständig erschöpft, obwohl du dich eigentlich gesund ernährst. Gemüse, gutes Fleisch, Fisch, kaum Fertigprodukte. Und trotzdem passen Mühe und Ergebnis nicht zusammen. Müdigkeit hat viele Ursachen, aber 3 Nährstoffe fallen in Deutschland besonders auf und keiner davon steht im kleinen Blutbild, aber auch nicht im großen. Ich dachte auch, ich sei bestens versorgt. Im Mai habe ich einen Wert messen lassen, bei dem ich mir absolut sicher war. Er lag bei der Hälfte des Sollwerts. Das meiste liefert die Nahrung, der Rest muss bewiesen werden. Und das ist nicht mein Bauchgefühl. Ich habe die Studien und Forschung von Fachleuten als Informatiker sortiert, bis ein Muster übrig blieb. Und das sah anders aus, als ich erwartet hatte. Der Mensch braucht 47 Vitalstoffe. Diese oder ähnliche Zahlen hört und liest man oft und sie klingen dabei wie ein Naturgesetz. Mein Name ist Arthur, ich bin Diplom-Informatiker und kein Arzt. Mit 46 bin ich in besserer Form als mit 30, obwohl ich eine Familie habe, einem Beruf nachgehe und Hobbys betreibe. Für dieses Video habe ich die Arbeit von 12 Fachleuten analysiert, unter anderem Professor Clemens von Schacky, einem der Entwickler des Omega-3-Index, und auch Dr. Spitzbart, der die genannten 47 Vitalstoffe beschreibt. Nach diesem Video weißt du 4 Dinge. Erstens, warum selbst die gesündeste Ernährung absolut nichts bringt, wenn ein einziger winziger Stoff fehlt. Zweitens, warum fast alle Welt über Magnesium redet, uns in Deutschland aber eigentlich 3 ganz andere Stoffe fehlen, die auf keinem Standardblutbild stehen. Drittens, warum selbst teurer Zuchtfisch und gute Eier heute oft nicht mehr die Nährstoffe liefern, die wir von ihnen erwarten. Und viertens, woran du auf deinem nächsten Laborbericht sofort erkennst, ob deine Werte wirklich optimal sind oder einfach nur Durchschnitt. Gib mir 14 Tage. Was du in diesen 2 Wochen konkret änderst, sage ich dir später im Video. Fangen wir bei dem einen Wort an, um das sich hier alles dreht. Essentiell. Dein Körper ist eine erstaunlich gute Fabrik. Er baut Muskeln, Hormone, Enzyme und Botenstoffe selbst und er stellt sogar Zucker her, wenn er welchen braucht. Aber ein paar Bausteine kann der Körper nicht selbst bauen, weil ihm schlicht der Rohstoff dafür fehlt. Genau diese Rohstoffe heißen essentiell. Das ist kein Werbewort und keine Wertung, sondern eine klare Aussage über die Fabrik. Was sie nicht selbst herstellen kann, muss von außen kommen, sonst steht die Produktion still. Der Präventivmediziner Dr. Michael Spitzbart erklärt das mit einem Bild, das ich für das Beste zu diesem Thema halte. Stell dir ein Holzfass vor. Ein Fass besteht aus vielen einzelnen Brettern, den sogenannten Dauben. Jede Daube steht für einen essentiellen Stoff. Und jetzt kommt der Punkt, wie viel in dieses Fass hineingeht, entscheidet nicht die längste Daube, sondern die kürzeste. Du kannst 46 Bretter auf voller Höhe haben, ist eines davon nur auf halber Höhe, läuft der ganze Rest auf der Höhe heraus. Die Fabrik von eben läuft also nicht so gut, wie ihr bester Rohstoff es zulässt, sondern so gut, wie ihr knappster es zulässt. Dahinter steckt eine alte Regel aus der Landwirtschaft. Karl Sprengel hat sie 1828 aufgeschrieben. Justus von Liebig hat sie später bekannt gemacht. Eine Pflanze wächst nur so gut, wie der knappste Nährstoff im Boden es zulässt. Egal wie reichlich alles andere da ist. Wir bestehen aus 47 übersichtlichen, essentiellen Substanzen, symbolisiert durch dieses Fass. Jede Daube ein anderer Stoff. Und ist nur ein Stoff bei 70%, ist alles auf 70%. Ihre Energie auf 70%, ihre Selbstheilungskräfte auf 70%, alles läuft auf. Der tiefste Wert entscheidet. Minimumgesetz, Justus von Liebig. Damit sind wir bei der Zahl selbst angelangt und genau hier wird es interessant. Dr. Spitzbart nennt 47 Vitalstoffe. In seiner Aufteilung sind es 18 Aminosäuren. Lehrbücher zählen hingegen 20 proteinbildende Aminosäuren und 9 essentielle. Das ist aber kein Fehler von irgendjemandem, das sind einfach verschiedene Zählweisen. Der eine zählt alle Bausteine mit, der andere nur die, die der Körper wirklich nicht bauen kann. Dazu kommt eine Grauzone. Bei manchen Spurenelementen ist die Forschung selbst noch nicht abgeschlossen. Bor zum Beispiel taucht in der einen Liste auf und in der anderen nicht. Und ein paar Stoffe sind nur zeitweise essentiell. Ein Säugling kann bestimmte Aminosäuren noch nicht selbst herstellen, ein Erwachsener schon. Deshalb findest du je nach Quelle 40, 47 oder über 50. Wer dir eine exakte Zahl verkauft, verkauft dir eine Genauigkeit, die es so nicht gibt. Runde Zahlen stehen auf Packungen, weil sie sich besser verkaufen als ein ehrliches Ungefähr. Das ist Marketing, nicht Biologie. Bevor ich weiterzähle, bin ich neugierig. Wie viele essentielle Stoffe hättest du geschätzt, bevor du dieses Video angeklickt hast? Schreib eine Zahl in die Kommentare. Das Fass steht trotzdem. Es kommt nur nicht darauf an, wie viele Dauben es hat. Es kommt darauf an, welche kurz ist. Und um die zu finden, brauchst du erstmal eine Landkarte der Dauben.
Alles Essentielle, also was deine Fabrik zwingend von außen braucht, sortieren wir in 4 Gruppen. Stell dir vor, dein Nährstofffass besteht aus 4 verschiedenen Sorten von Holzdauben. Daubensorte Nummer 1 sind Fette. Genau 2 Fettsäuren kann dein Körper nicht selbst bauen. Linolsäure und Alpha-Linolensäure. Das klingt nach wenig, steuert aber extrem viel. Aus diesen beiden baut dein Körper die Hüllen jeder einzelnen Zelle. Wie flexibel diese Wand ist, hängt vom Fett ab. Außerdem entstehen daraus die Botenstoffe, die Entzündungen an- und wieder abschalten. Merkt ihr an dieser Stelle besonders die Alpha-Linolensäure? Sie ist die pflanzliche Vorstufe von Omega-3. Die taucht gleich nochmal auf und dann wird es spannend. Daubensorte Nummer 2, Aminosäuren. Das sind die Bausteine von Eiweiß. 9 davon sind essentiell. Sie stecken in deinen Muskeln, in Enzymen und in deinen Abwehrzellen. 2 Beispiele machen das greifbar. Aus Phenylalanin baut dein Körper Dopamin für deinen Antrieb. Aus Tryptophan entsteht Serotonin für gute Laune und daraus nachts Melatonin für tiefen Schlaf. Fehlt der Rohstoff, fehlt der Botenstoff. Deine Stimmung und dein Schlaf hängen also direkt an deinem Teller. Daubensorte Nummer 3, Vitamine. Diese Gruppe kennst du sicherlich, aber hier gibt es einen wichtigen Unterschied. Fettlösliche und wasserlösliche Vitamine. Fettlösliche Vitamine speichert dein Körper auf Vorrat in der Leber. Wasserlösliche spült er laufend über die Nieren raus. Hier musst du ständig nachliefern. Und ganz wichtig, fettlösliche Vitamine brauchen zwingend Fett, um überhaupt aufgenommen zu werden. Ein Salat komplett ohne Öl ist deshalb also keine gute Idee. Fehlt noch die 4. Daubensorte, Mineralstoffe und Spurenelemente. Der einzige Unterschied zwischen beiden ist die Menge. Von Mineralstoffen brauchst du Gramm, von Spurenelementen nur Millionstel Gramm. Fehlt zum Beispiel Magnesium, stottern rund 600 Enzymsysteme. Fehlt nur eine Messerspitze Jod, stellt deine Schilddrüse die Hormonproduktion ein. Fällt dir an diesen Gruppen etwas auf? Kohlenhydrate fehlen komplett. Warum? Weil dein Körper Glucose bei Bedarf einfach selbst herstellt. Merke dir, Eiweiß und Fett sind essentielle Baustoffe. Kohlenhydrate sind der einzige der 3 Makronährstoffe, der eben nicht essentiell ist. Meiner Meinung nach schaufeln wir viel zu viele Kohlenhydrate in uns hinein. Wer am Schreibtisch sitzt, verbrennt diesen Brennstoff schlichtweg nicht. Bei mir machen Kohlenhydrate deshalb höchstens 10% aus. Der Rest ist hochwertiges Eiweiß und Fett. Nur wer hart trainiert oder wirklich hart körperlich arbeitet, darf mehr. Die 4 Baustoffgruppen stehen damit. Aber wie viele Dauben hat dieses Fass denn nun exakt? Zählen wir mal kurz durch. Nimm dir kurz die Zeit und zähl im Kopf einfach mit. Fettsäuren 2, Linolsäure und Alpha-Linolensäure. Aminosäuren 9. Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin. Vitamine 13. 5 davon kennst du unter einem Buchstaben. Vitamin A, C, D, E und K. Die anderen 8 laufen alle unter dem Buchstaben B. Oft steht auf Packung nur ein einziges Wort, B-Komplex. Es sind aber 8 verschiedene Stoffe. B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B3 Niacin, B5 Pantothensäure, B6 Pyridoxin, B7 Biotin, B9 Folat und B12 Cobalamin. Kommen wir zu den Mengenelementen. Hiervon brauchst du 7. Das sind die, von denen du Gramm brauchst. Calcium, Chlorid, Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor und Schwefel. Jetzt zu den Spurenelementen. Hier sind es 10. Chrom, Eisen, Fluor, Jod, Kobalt, Kupfer, Mangan, Molybden, Selen und Zink. Und wo stehen wir jetzt damit? 2 Fettsäuren, 9 Aminosäuren, 13 Vitamine, 7 Mengenelemente und 10 Spurenelemente. In Summe aktuell also 41. Jetzt kommt Cholin dazu, ein Baustein für Zellwände und Nerven, den lange keiner mitgezählt hat. Damit sind wir bei 42. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem lautet 42. 42? Ja, ich habe sehr gründlich nachgeprüft. Das stimmt, 42. Und dann gibt es Wackelkandidaten, über die Fachleute streiten. Bor, Nickel, Silizium, Vanadium und Zinn. Und laut Dr. Michael Nehls gehört auch Lithium unbedingt auf diese Liste der unterschätzten Spurenelemente.
Ohne Lithium kommen wir auf die zuvor erwähnten 47 und mit Lithium auf 48. Daher stehen in einem Buch 40 und im anderen Buch über 50. Beide haben recht, sie zählen nur anders. Wenn du diese Sortierung schwarz auf weiß nachlesen möchtest, zu dem Thema Nährstoffe gibt es gute Bücher. Meine Empfehlung dazu findest du auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit, Ernährung, Mikronährstoffe und in der Kategorie Vitalstoffe. Die Landkarte der Dauben steht also jetzt. Jetzt zur Frage, auf die es wirklich ankommt. Welche Daumen sind bei uns in Deutschland eigentlich zu kurz? Es gibt zwei Wege, diese Frage zu beantworten, und beide sagen nicht dasselbe. Der erste Weg ist die große Statistik. Für Deutschland gibt es dazu die nationale Verzehrstudie mit fast 20.000 Befragten. Daraus lässt sich eine Rangliste für Männer und Frauen ableiten, mit einer echten Überraschung. Ganz oben steht nicht Magnesium, ganz oben stehen Vitamin D und dicht dahinter Folat, also Vitamin B9. In der Studie steht der Begriff Folsäure, was die künstlichere Variante ist, aber das ändert nichts am Problem. Bei beiden Stoffen erreichen rund 8 von 10 Erwachsenen nicht die Empfehlung. Danach kommen Zink, Vitamin E und Vitamin C. Magnesium steht viel weiter hinten, als du denkst. Die Quellen dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Hast du dieses B-Vitamin so weit oben erwartet? Ich nicht. Über Magnesium spricht fast jeder. Hier steht es recht weit hinten. Aber diese Statistik hat 3 Haken. Erstens, gemessen wurde, was auf dem Teller lag, nicht was im Blut ankam. Zweitens, verglichen wurde mit offiziellen Zufuhrempfehlungen, über die man streiten kann. Und drittens, die Erhebung ist fast 20 Jahre alt. Deshalb der zweite Weg. Fachleute, die täglich Blut messen, statt Fragebögen auszuwerten, sehen eine andere Reihenfolge und vor allem 3 klaffende Lücken. 2 davon kann ein Fragebogen ohnehin nicht erfassen. Dazu kommt meine persönliche Einschätzung. Viele Mangelzahlen stammen aus den USA. Früher dachte ich, das lässt sich nicht auf Deutschland übertragen. Heute bin ich mir da leider nicht mehr so sicher, denn unsere deutschen Einkaufswagen sehen den amerikanischen von Jahr zu Jahr ähnlicher. Wenn dich diese Rangliste gerade überrascht hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Kommen wir zu den 3 Lücken aus der Praxis. 2 davon treffen mich übrigens auch. Erinnerst du dich an die Rangliste? Weder Omega-3 noch Selen standen darauf. Nicht, weil alles in Ordnung wäre, sondern weil ein Fragebogen sie nicht erfasst. Man muss sie eben im Blut messen. Praktiker sehen in Deutschland vor allem diese Lücken. Erstens Vitamin D, stand ganz oben auf der Liste. Der Grund, es kommt kaum aus dem Essen, sondern von der Sonne. Und hierzu meine klare Meinung, wir machen uns da etwas vor. Wir haben nicht nur im Winter ein Problem, weil die Sonne zu flach steht. Auch im Sommer bekommen die meisten Menschen viel zu wenig Sonne ab, weil wir uns einfach zu wenig draußen aufhalten und den Tag drinnen verbringen, also im Büro etc. Wenn du Vitamin D3 ergänzen möchtest, beachte deshalb folgende wichtige Regel. D3 immer mit K2 kombinieren und wichtig, nimm es am besten zu einer Mahlzeit mit Fett ein. Ohne Fett kann dein Körper es nicht aufnehmen. Zweitens Selen. Deutschland gilt als absolutes Selenmangelgebiet, da unsere Böden ausgelaugt sind. Da Tierfutter jedoch angereichert werden darf, sind Fleisch, Fisch und Eier die beste Quelle. Wer wenig davon isst, hat oft ein Problem, denn ohne Selen drosselt die Schilddrüse den Stoffwechsel. Drittens Magnesium, Vitamin B12, Eisen und Zink. Magnesium fehlt in der Praxis extrem oft. B12, Eisen und Zink sind dagegen die klaffenden Lücken bei allen, die sich vegetarisch, vegan oder einfach sehr fleischarm ernähren, da diese Stoffe über Pflanzen nur schlecht aufgenommen werden. Last but not least, viertens Omega-3. Hier kommt Professor Clemens von Schucky wieder ins Spiel. 2014 wertete er 10.000 Labormessungen aus. Gut 3 von 4 lagen unter dem Zielbereich. Bedenke, das sind Menschen, die ohnehin auf sich achten, weil sie so einen Test machen. 3 von 4. Ich bin einer davon. Mai 2026 in meinem Büro. Ich öffne mein Testergebnis. EPA, eine der aktiven Omega-3-Fettsäuren, liegt bei knapp 1%. Der Zielbereich beginnt jedoch beim Doppelten. Dabei hatte ich gute Werte erwartet. Ich esse Fisch und Fleisch in guter Qualität und kaum Fertigprodukte. Ein zweites Labor hat den Wert leider bestätigt. EPA und DHA sitzen in jeder einzelnen Zellmembran. Wie gut eine Zelle arbeitet, hängt davon ab, woraus ihre Hülle gebaut ist. Runtergezogen habe ich das nicht. Ich hatte eine neue Stellschraube gefunden. Aber warum reicht Fisch nicht immer aus? Und was ist mit gesundem Leinöl? Professor Clemens von Schucky sagt, 1/3 der Menschen kann die pflanzliche Vorstufe von Omega-3 aus Leinöl zum Beispiel
gar nicht in die aktive Form EPA und DHA umbauen. Der Rest nur sehr schlecht. Noch etwas hat mich überrascht. Omega-3 verschwindet aktiv aus unserem Essen. Hühner bekommen kein Fischmehl mehr. Zuchtfische fressen Pellets mit billigen Pflanzenölen statt zum Beispiel Algen. Die Fische haben also selbst kaum noch Omega-3. Die Untersuchung von Professor von Schacki zeigte, 3 von 4 haben einen schlechten Omega-3-Wert. Aber in der Praxis sieht es oft noch viel düsterer aus. Dr. Werner Paul hat mir im Interview verraten, welches ich dir hier verlinke, dass unglaubliche 99% seiner Diabetespatienten im Mangel sind. Klar, Diabetiker sind eine spezielle Gruppe, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Beim ganz normalen Durchschnittsbürger haben mit Sicherheit 9 von 10 einen schlechten Wert, was mein Wert nur unterstreicht, da ich mich sicherlich gesünder als der Durchschnitt ernähre. Damit weißt du jetzt, welche Daumen am häufigsten zu kurz sind. Bleibt aber eine Frage, woran erkennst du überhaupt, dass eine kurz ist? Ein Referenzbereich im Labor sagt dir, was in der Bevölkerung üblich ist. Er sagt dir nicht, was gut für dich ist. Nicht kaputt ist nicht dasselbe wie ein perfekter Stand. Zurück an unserem Fass heißt das, der grüne Bereich sagt dir nur, dass überhaupt etwas im Fass ist, nicht wie hoch die kürzeste Daube steht. Und hier kommt die Realität. Wenn du dich im Alltag oft erschöpft fühlst oder unspezifische Beschwerden hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mindestens eine deiner Dauben zu kurz ist. Sehr viele Beschwerden starten mit einer Mangelernährung. Du entscheidest mit deiner Gabel jeden Tag selbst, welches Material du deiner Fabrik eigentlich lieferst. Deshalb mein Grundsatz, das meiste liefert dein Essen, der Rest braucht Beweise. Wenn dir das gerade die Augen öffnet und du das auf dem Handy schaust, nutze gerne die Hype-Funktion unterm Video. Das ist wie ein Superlike und hilft enorm, dieses wichtige Thema noch sichtbarer zu machen. Woher bekommst du jetzt diese Beweise? Das kleine und auch das große Blutbild helfen da kaum. Sie wurden definiert, um Krankheiten zu finden, nicht um eine gute Versorgung mit Nährstoffen zu beurteilen. Ein Nährstoffmangel macht dich oft erst über einen langen Zeitraum krank. Die Medizin arbeitet hier leider reaktiv. Das ist, als würdest du dein Auto erst in die Werkstatt bringen, wenn es bereits einen Motorschaden hat, anstatt vorher präventiv den Ölstand zu messen. Genau das sollten wir aber tun. Das Problem durch saubere Ernährung präventiv vermeiden, bevor es entsteht. Werte wie der Omega-3-Index oder Selen fehlen einfach bei den Standardtests fast immer. Check das mal in deiner letzten Blutuntersuchung. Steht dort irgendwo einer von beiden? Sehr wahrscheinlich nicht. Welche Blutwerte sich wirklich lohnen, habe ich dir in einem Video zusammengefasst, welches ich dir hier verlinke. Wichtig, wenn dich es interessiert, frag deinen Arzt gezielt nach diesen Werten. Lass dir erklären, ob sie in deiner Situation sinnvoll sind. Die medizinische Bewertung gehört in die Praxis, nicht auf YouTube. Kommen wir nun dazu, was du konkret tun kannst, um dich möglichst natürlich mit allen Vitalstoffen zu versorgen. Und wir beginnen nicht in der Apotheke, denn wie sagte Sebastian Kneipp so schön, der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke. Mein Grundprinzip passt in einen einzigen Satz. Je weniger ein Lebensmittel verarbeitet wurde, desto mehr Nährstoffe stecken am Ende drin. Fleisch, Eier, Fisch, Käse etc. Das ist die Basis und sie deckt einen großen Teil der 4 Gruppen ab. Wenn du einen kompletten Einkaufszettel haben möchtest, dann schau dir gerne mein Video zum Thema Nährstoffeinkauf an, das ich dir hier verlinke. Hier bleibe ich bei den Stoffen aus diesem Video. Omega-3. Die aktiven Formen EPA und DHA sitzen in fettem Seefisch, Hering, Makrele, Wildlachs und Sardinen. Sardinen aus der Dose sind dabei die günstigste Variante und über die mitgegessenen Gräten bekommst du noch Kalzium dazu. Pflanzliche Quellen wie Leinsamen, Walnüsse oder Leinöl liefern den Rohstoff, den dein Körper erst umbauen muss. Du hast eben gehört, wie schlecht das klappt. Deshalb sind sie eine Ergänzung, aber keine gute Basis. Hier ist deine Aufgabe für die 14 Tage. 2-mal pro Woche fetter Seefisch statt einer anderen Eiweißquelle. Nicht mehr, nicht weniger. Danach entscheidest du selbst, ob sich etwas verändert hat. Dann Vitamin D3. Fetter Fisch und Eigelb liefern etwas davon. Den Hauptteil liefert aber die Sonne. Hier kommen die meisten ohne Supplement einfach nicht aus. Welche Kombination aus Vitamin D3 und K2 ich nehme, siehst du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Basissupplemente Vitamin D3. Dann Vitamin B12. Wie vorhin besprochen, die größte Lücke bei fleischarmer Ernährung. B12 steckt fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln. Rindfleisch, Leber, Eier und Fisch sind hier deine sichere Basis. Dann Folat, also Vitamin B9. Der Überraschungssieger von eben und der Stoff mit der einfachsten Antwort. Leber liefert davon mehr als jedes andere Lebensmittel.
Danach kommen Eigelb, Hülsenfrüchte und grünes Blattgemüse. Kennst du vielleicht jemanden, der sich Mühe mit dem Essen gibt und trotzdem nicht fit wirkt? Teile dieses Video mit genau dieser Person. Dann Selen. Über Pflanzen kommt hier wenig rein, auch Paranüsse schwanken stark. Mein eigener Wert liegt trotzdem im grünen Bereich. Das passt zusammen, wenn man weiß, woher das Selen kommt. Aus Fleisch, Fisch und Eiern. Und davon esse ich reichlich. Dann Zink und Magnesium. Austern stehen bei Zink einsam an der Spitze. Alltagstauglicher sind aber Rindfleisch und gereifter Käse. Für die pflanzliche Seite und eine ordentliche Ladung Magnesium greife ich zu Kürbiskernen und meinem absoluten Favoriten, geschälte Hanfsamen. Die schmecken nussig, passen über fast alles und bringen ein besseres Fettsäureprofil mit als die meisten anderen Samen. Welche ich kaufe, steht auch auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte Ernährung Saaten. Dann Eisen. Aus rotem Fleisch und Leber nimmt dein Körper es deutlich besser auf als aus Pflanzen. Der Grund ist die Form, in der es dort vorliegt. Pflanzliches Eisen braucht Hilfe, zum Beispiel Vitamin C aus Paprika oder Zitrone. Bei mir zeigten Zink, Eisen, B12 und Selen normale Werte, ohne Kapseln. Der Teller hat also einen großen Teil des Fasses gefüllt, aber eben nicht das ganze Fass, und über den Rest müssen wir jetzt sprechen. Die Reihenfolge ist alles. Erst das Essen, dann die gezielte Messung im Blut und erst dann die Ergänzung. Und jetzt kommt der Teil, der mir ehrlich gesagt nicht leicht fällt. Mein Magnesium steht im grünen Bereich, weil ich es ergänze. Mein Vitamin D steht im Bereich, weil ich es supplementiere und viel draußen bin. Und Omega-3 ergänze ich inzwischen auch, weil ich es über das Essen schlicht nicht geschafft habe. 2 von 5 guten Werten stammen bei mir also nicht vom Teller. Wer dir erzählt, gutes Essen alleine regelt in Deutschland alles, macht es sich zu einfach. Ich bin der beste Beweis dafür. Dazu gehört noch ein zweiter unbequemer Satz. Hochwertige Lebensmittel kosten Geld. Guter Fisch ist teuer und gutes Fleisch ist auch teuer. Wer behauptet, natürliche Ernährung sei immer die günstigere Lösung, hat schon länger nicht mehr an der Fischtheke gestanden. Falls du auch Omega-3 supplementierst, ist hier noch ein wichtiger Praxishinweis von Professor von Schacki. Die Aufnahme von Omega-3 ist um ein Vielfaches besser, wenn du es zu einer fetthaltigen Mahlzeit nimmst. Zu einer fettarmen Mahlzeit kommt dagegen kaum etwas im Körper an. Viele Studien haben genau diesen Fehler gemacht. Die Teilnehmer sollten ihre Kapseln zum Frühstück einnehmen. Und das ist in den meisten Ländern extrem fettarm. Warum Fett ganz anders zu bewerten ist, als die meisten denken, habe ich dir in diesem Video ausführlich erklärt, das ich dir hier verlinke. Drei Dinge nimmst du heute mit. Erstens, essentiell bedeutet nur, dass deine Fabrik den Rohstoff nicht selbst bauen kann. Eine exakte Gesamtzahl gibt es nicht. Wer mit runden Zahlen wirbt, betreibt Marketing. Zweitens, 4 Gruppen bilden die Dauben deines Fasses. Den Großteil davon füllst du mit unverarbeitetem Essen. Fleisch, Eier, Fisch und Käse. Es ist keine Raketenwissenschaft, es ist ein simpler Einkaufszettel. Drittens, wir haben typische Lücken in Deutschland. Vitamin D, Omega-3, Selen, Folat, dazu in der Praxis oft Magnesium und B12. Bei diesen Stoffen lohnt der gezielte Bluttest, hat auf Verdacht, Kapseln zu schlucken. Du tauscht nicht das ganze Fass aus, du suchst nur die kurze Daube. Das meiste liefert dein Essen, der Rest braucht Beweise. Falls dir das Video etwas gebracht hat, abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal, damit du keines meiner wöchentlichen Videos mehr verpasst. Du willst als Erster wissen, welche Videos als nächstes kommen und mitbestimmen, welches Thema, welcher Titel und welches Vorschaubild es wird? Dann komm in den Life Algorithm Telegram-Kanal. Dort hast du direkten Einfluss auf den Kanal. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Wissen reicht nicht aus, wir müssen es anwenden. Wollen reicht nicht aus, wir müssen es tun. Bruce Lee. Da du bis zum Ende dieses Videos geschaut hast, scheint es dir gefallen zu haben. Der YouTube-Algorithmus ist sich sicher, dass dir dieses Video auch gefallen wird. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.